Das Jahr 2023 bringt natürlich viele technische Highlights auf den Markt, unter anderem auch neue DJI-Drohnen. Gerade wurde die DJI Mini 3 veröffentlicht, sozusagen als Nachfolger der DJI Mini 3 Pro und als abgespeckte Version. Und jetzt, da sind natürlich Leaks und Bilder der neuen DJI Mini 4 im Netz aufgetaucht. Da tauchen natürlich Fragen auf. Musst du dir jetzt Gedanken machen? Solltest du mit dem Kauf der DJI Mini 3 oder Mini 3 Pro warten? Werden wir schon im zweiten Quartal 2023 eine neu designte, faltbare DJI Mini 4 mit 5K Bildauflösung sehen? Was ist dran an den neuen Gerüchten und Leaks, die jetzt im Netz aufgetaucht sind? Alles das erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Pünktlich zum Start ins neue Jahr gibt's jetzt aktuell Leaks und Informationen über die neue DJI Mini 4. Und schuld ist wieder mal Jasper Alice. Der hat uns auch damals schon im Jahr 2022 mit Informationen über die neue DJI Mini 3 Pro versorgt und lag wirklich fast hundertprozentig richtig. Wenn wir uns zurückerinnern, war fast jede Veröffentlichung auf seinem Twitter-Kanal von der späteren Realität nicht weit entfernt. Und auch zu den technischen Daten wurden hier schon exakte Angaben gemacht. Und holla die Waldfee, nun ist es mal wieder soweit, die Gerüchteküche brodelt und jeder wirft neue Zutaten in die noch nicht fertige Suppe. Aber wenn du in Zukunft mehr Informationen über dieses Thema haben möchtest, dann abonniere den Kanal, like dieses Video, damit du keine Neuigkeiten über dieses Thema verpasst. Kommen wir jetzt mal zu den Details der neuen Leaks, wie die Website DroneZone schreibt. Den Artikel habe ich euch mal hier direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt. Sehen wir eine fiktive Drohne, die den Namen DJI Mini 4Z trägt. Das Modell, das ist vollständig anders aufgebaut als die bisherigen Faltdrohnen. Üblicherweise lässt sich ein Paar Arme an den Rahmen anlegen, während das andere Paar über ein Drehgelenk um 180 Grad umgeschlagen wird, wie es natürlich auch bei der DJI Mini 3 Pro ist. Das Design der Mini 4Z geht aber hier andere Wege. Die Drohne besitzt nur 2 Ausleger, die fest mit dem Hauptteil des Rahmens verbunden sind. Die T-förmigen Ausleger, die lassen sich dann nämlich natürlich mit einem Teleskopmechanismus verlängern, sodass echt mal genug Platz für die Kreisfläche der Propeller vorhanden ist und pro Ausleger sind dann jeweils 2 Antriebe angebracht. Über einen Klappmechanismus lässt sich dann der ganze Ausleger auf- und zuklappen und in eingeklapptem Zustand wird der Arm durch den Teleskopmechanismus verkürzt und legt sich dann seitlich an den Hauptteil der Drohne. Ausgeklappt erinnert das Design ein wenig an die Inspire-Drohne von DJI im transformierten Flugmodus und hat abgesehen von der Anzahl der Propeller auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem V-Copter von Falcon, das Ganze dann von Zero Robotics. Faltet man dann die DJI Mini 4Z zusammen, kommt man auf Abmessung von 152 zu 71 zu 67 mm, was die Breite, die Höhe und die Länge betrifft. Und zum Vergleich, die DJI Mini 3 Pro, die ist gefaltet 145 zu 90 zu 62 mm groß. Ebenfalls interessant, der Designer hat sich für ein Push-Prinzip der Propeller entschieden, sodass die Motoren nach unten zeigen. Im Vergleich zur Mini 3 Pro könnten sich natürlich mit diesem Rahmen größere Luftschrauben einsetzen lassen, was mehr Effizienz und längere Flugzeiten bedeuten würde. Faltbar und auf neuem Niveau und quasi 2 Drohnenarme statt 4. Und das ist tatsächlich dann neu und das verheißt uns, dass diese DJI Mini 4Z Premiere, sofern sie stattfindet, natürlich anders werden könnte als alle Premieren aus der Vergangenheit. Das neue Konzept ist dann aus meiner Sicht wirklich ziemlich interessant, was die auf dem Kopf stehenden Propeller beweisen und so, in diesem Design hätte ich die neue DJI Mini 4 niemals erwartet. Kommen wir mal zu den fiktiven technischen Daten, die uns hier schon vorab geliefert werden. Die Kamera, die soll einen 1 Zoll Sensor besitzen, wie wir den schon aus der DJI Air 2S kennen. Gleichzeitig soll natürlich die Bildhelligkeit und das Lowlight-Verhalten aufgewertet werden. Hier erwartet uns eine Blende von 1.7, also quasi jetzt schon die Blende aus der DJI Mini 3 und Mini 3 Pro. Der Sensor in der DJI Air 2S besitzt aber momentan nur eine Blende von 2.8. Wenn das so sein sollte, ist das echt eine wirkliche Revolution. 5K Bildauflösung wären natürlich unglaublich, aber was bringt uns das? Man kann in der Nachbearbeitung noch besser in das Bild hineinzoomen und wenn man die Aufnahmen vergrößert, bleiben sie dann noch knackig scharf, ähnlich wie bei den Kompaktkameras, die dann von 6K auf 4K runtersampeln und dadurch natürlich eine bessere Bildauflösung bekommen. Und das wäre natürlich in der Gewichtsklasse unglaublich. Denk mal dran, was das bedeutet. 5K in einer 249 Gramm Drohne. Wow, einfach mal der Wahnsinn.
Für mich interessant ist natürlich auch, was dann für eine Steuerung dazu kommt. Ist es der normale Controller? Ist es eine FPV-Brille oder vielleicht FPV-Brille und Controller? Es bleibt auf alle Fälle spannend. Und auch natürlich, es gibt schon angebliche Experten, die bereits alle technischen Daten kennen. Ich nehme euch jetzt mal mit auf die Fantasiereise der im Netz veröffentlichten Beiträge. Wie gesagt, das Highlight wäre die Kamera 5K, 30 FPS und 1 Zoll Sensor. Das Gewicht klar 249 Gramm, 3-Achsen-Stabilisationsgimbal, Kameraauflösung ist dann ähnlich wie beim iPhone 14 und liegt bei 48 Megapixeln. Die ISO, die soll von 100 bis 6400 regelbar sein. Sie besitzt einen Vierfach-Digitalzoom. Das Videoformat reicht dann von MP4 bis MOV in H264 und H265. Fotoformate bietet sie dann mit JPEG, DNG und RAW. Das Sichtfeld der Kamera wird auf 83 Grad betitelt, die maximale Bitrate, die beträgt 150 Megabyte per Second. Die Betriebsdauer ähnelt der jetzigen Mini 3 Pro und soll von -10 bis +40 Grad möglich sein. Geschwindigkeiten von 20 Meter pro Sekunde sollen hier möglich sein und die maximale Flughöhe von 4000 Metern. Weiterhin soll sie eine maximale Reichweite von 18 Kilometern haben. Wi-Fi und Bluetooth sind natürlich auch an Bord und auch schon erwähnt hier die Veröffentlichung im zweiten Quartal 2023. Preislich soll sie dann zwischen 1000 und 1500 Euro liegen, je nach Paket, was hier dann diesbezüglich erworben wird. Jetzt schauen wir uns natürlich nochmal den Body der neuen DJI Mini 4Z an. Vorne und hinten erkennt man Hindernissensoren, was bedeutet, dass die Profifunktionen wie zum Beispiel Active Track oder Spotlight wahrscheinlich wieder verbaut werden. Wenn wir uns die Rückseite ansehen, kann man erkennen, dass das etwas an die aktuellsten FPV-Drohnen von DJI erinnert. Akkuform und Body sehen wirklich fast identisch aus, wie zum Beispiel bei der neuen Avatar. Du wirst hier aber auch das gleiche Klicksystem haben, um das Akku in den Body einzuschieben. Und an dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, wird die neue DJI Mini 4 FPV-ähnliche Eigenschaften besitzen? Denn man sieht natürlich auch auf diesen Bildern, dass der Body unglaublich stabil geformt ist, was vielleicht bei einem Crash oder Stürzen zum Schutz der Drohne konzipiert wurde. Die Frage ist natürlich, warum sollten Sie das tun, wenn Sie doch jetzt schon FPV-Begeisterten ein komplettes System zur Verfügung stellen? Will man vielleicht im Hinblick auf die Zukunft FPV-Drohnen mit normalen Koptern verknüpfen, um beides machen zu können und dann noch unter 250 Gramm? Und ich denke persönlich, da geht der Ansatz hin, denn es würde sich natürlich ein ganz neuer Hybrid-Drohnenmarkt öffnen. Nur die Frage ist natürlich, wollen die Kunden es so haben? Und jetzt seid ihr mal gefragt, schreibt mir mal hier in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Normale Drohnen mit FPV-Drohnen zu mixen, das Ganze dann mit Brille, mit Controller, mit allem anderen, oder ist das natürlich eigentlich reiner Blödsinn? Bleiben wir mal beim Thema FPV und diskutieren wir gleichzeitig noch mal ein paar Fragen dazu. Denn was wird passieren, wenn FPV-Drohnen faltbar sein werden? Ist das eine interessante Idee? Auf Basis der Erfahrungen tausender FPV-Piloten rund um den Globus kommt vielen natürlich direkt erstmal eins in den Sinn, und zwar, was ist bei einem Crash? Hält dann der Faltmechanismus und wie groß ist der Schaden gegenüber einem starren Rahmen? Das Design der Mini 4Z darf man natürlich unter diesem FPV-Aspekt überhaupt nicht bewerten. Das Rendering zeigt wirklich klar eine Kameradrohne und eher weniger ein Modell für einen FPV-Flug. Für echtes FPV-Racing wird in meinen Augen natürlich immer der starre Rahmen auch in Zukunft Bestand haben, und dafür bietet natürlich eine steife Konstruktion zu viele Vorteile im Rennbetrieb. Hinzu kommt dann noch die Tatsache, dass beim Racing die Portabilität der Drohne wirklich keine oder eine ganz geringe Rolle spielt. Interessant könnte es natürlich nur dann werden, wenn wir über die Klasse der DJI Avatar und andere Cinewhoops nachdenken. Wenn nämlich Racing nicht im Vordergrund steht, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit schwerer Abstürze schon mal deutlich. Da machen wir uns nichts vor, trotzdem wird es mit jeder FPV-Drohne gelegentlich mal zu einem Absturz kommen. Aber ob in diesem Moment ein starrer Rahmen oder ein faltbares Design besser gewesen wären, das hängt wohl in allererster Linie von der Art des Zusammenstoßes ab. Ich denke, kurzfristig hat dieses Konzept eher weniger Chancen für faltbare FPV-Drohnen. Vielleicht werden wir ja vom Gegenteil überrascht. Wer weiß, was DJI da sozusagen alles auf den Tisch bringt. Aber was denkt ihr drüber? Schreibt's hier einfach rein in meine Kommentare.
Spannend ist natürlich dann auch die Akkulaufzeit, denn bei diesen neuen Features wie FPV und anderen, da kommt es natürlich dann auch zu erhöhtem Akkuverbrauch. Und wie möchte man das regeln? Gibt es aufgrund der in der DJI Mini 3 Pro verbauten Batterie, die mittlerweile schon 40 Minuten Flugzeit besitzt und nicht in Europa erhältlich ist, schon neue Entwicklungen? Wir lassen uns überraschen. Und die größte und wichtigste Frage ist natürlich, sind die hier dargestellten Informationen überhaupt echt? Und da zitiere ich wieder die Website DroneZone. Wer die Neuheiten rund um Apple-Produkte verfolgt, der kennt natürlich das Ganze bereits. Das Unternehmen hat sich einen Status erschaffen, in dem Fans der Marke in ihrer Freizeit wirklich 3D-Renderings erschaffen, um sich über mögliche zukünftige Produkte auszutauschen und Ideen zu diskutieren. Und da muss ich ehrlich sagen, hat sich DJI mittlerweile dasselbe Image geschafft. Auch hier tauchen immer wieder kreative Fan-Renderings auf, die neue Produktideen visuell greifbar machen. Aber jetzt zitieren wir mal den Erschaffer dieser ganzen Gerüchte, nämlich Jasper Ellis. Und der schreibt in seinem Twitter-Tweet, das ist in der Tat sehr interessant, aber ich gehe davon aus, dass dies ein weiteres Frankenstein-Patent ist. Die Propeller, die stehen auf dem Kopf, die Kamera sieht sehr groß und ungeschützt aus, die Klingen berühren sich, schöne FPV-Batterie, aber insgesamt sieht sie unpraktisch aus und würde den meisten Sicherheitsstandards nicht entsprechen. Von Fans erstellte Renderings werden von Jahr zu Jahr besser. Wo haben sie es gemacht? Etwa im Blender? Das war dann das Originalzitat zu diesem Twitter-Leak. Kommen wir natürlich mal zu euren Fragen. Jeder, der eine DJI Mini 3 oder Mini 3 Pro Drohne jetzt kaufen möchte, der möge sie kaufen. Wenn man mal logisch überlegt, DJI hat gerade die neue DJI Mini 3 als abgespeckte Version der DJI Mini 3 Pro veröffentlicht. Und warum soll dann dieser Konzern bei Veröffentlichung dieser Drohne schon mal an die DJI Mini 4 denken und hierfür irgendwelche Fakten veröffentlichen? Von Seiten des DJI-Konzerns wird hier überhaupt nichts gesagt oder kommentiert und das beweist, dass natürlich alles im Moment nur Renderings sind, die sozusagen als heiße Luft bezeichnet werden können. Aber es bleibt natürlich auch im Jahr 2023 spannend, was hier seitens von DJI erscheinen wird. Wenn ihr jetzt noch Ideen oder Anregungen bzw. Kommentare habt, dann schreibt sie sehr gern hier in meine Videokommentare. Lasst uns ein bisschen diskutieren und wenn ihr reale Videos sehen möchtet über bereits existierende Drohnen, dann schaut gern nochmal hier in meine Playliste rein zur DJI Mini 3 Pro oder schaut mal hier in meine Videobeschreibung, da gibt es noch ganz viel Zubehör zur Mini 3 Pro zu erwerben. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe ich konnte euch das Thema etwas näher bringen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.